Und damit schauen wir nun an den Big Apple zu Bastian Hartwig, direkt vor dem Trump Tower. Guten Morgen, Bastian. Wie gehen also die Anhänger Donald Trumps tatsächlich mit diesem Attentat auf ihren Präsidenten um? Ja, guten Morgen nach Berlin. Also gestern am Sonntag, da sind nicht nur hier vor dem Trump Tower hier in New York, sondern auch an vielen anderen Orten im ganzen Land Anhänger von Donald Trump zusammengekommen, um eben ihre Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten kundzutun. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl an Gefühlen, die da zum Vorschein kommt. Also da gibt es natürlich solche, die sagen, die Demokraten sind schuld. Da gibt es solche, die sagen, die Medien sind schuld und die sind wütend. Aber es gibt natürlich inzwischen heute jetzt auch die geschockt sind noch von den Ereignissen vom Samstag und die sagen, so kann es nicht weitergehen. Die sagen, es muss Einigkeit geben. Das ist jetzt hier so, das ist kein Weg, mit dem man der begehbar ist. Also das gibt es eben auch unter den Anhängern von Donald Trump. Und es wird sehr viel darauf ankommen, wie Donald Trump jetzt selber auftritt am Parteitag in Milwaukee, wie er sich da äußert und welchen Ton er da anschlagen wird. Bastian, US-Präsident Biden hat nun eine der seltenen Reden aus dem Oval Office im Weißen Haus gehalten. Was waren denn seine Botschaften? Ja, er hat eben zur Einigkeit aufgerufen. Er hat gesagt, dass Gewalt keine Lösung ist. Er hat gesagt, natürlich gibt es Differenzen, natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber die müssen eben an der Wahlurne gelöst werden. Die dürfen nicht mit Gewalt und natürlich schon gar nicht mit Waffengewalt gelöst werden. Und er hat gesagt, die Amerikaner und die Amerikanerinnen, die müssen jetzt zusammenstehen. Die müssen sich auf die uramerikanischen Werte berufen, auf die Menschlichkeit und auch auf die Gesetzestreue. Und sie müssen eben der Gewalt eine Absage erteilen. Und ähnliche Töne haben wir ja auch von Donald Trump gehört. Der soll nach diesem Anschlag auf ihn spirituell berührt gewesen sein. Er soll davon gesprochen haben, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass er noch am Leben ist. Und er soll sein Team eben auch dazu aufgefordert haben, dass er möchte, dass der Tenor dieses Parteitages eines der Einigkeit wird, eine Nachricht, eine Message der Einigkeit wird, dass sie die Rhetorik eben herunterfahren sollen. Wir werden es sehen. Heute beginnt ja dieser Parteitag. Wir werden sehen, wie Donald Trump dort auftritt. Wir werden sehen, wie andere dort auftreten und wie diese Reden dann jetzt tatsächlich im Nachklang zu diesem Attentat klingen. Bastian, ganz kurz noch, was gibt es denn Neues über den Attentäter? Ja, also das FBI hat gesagt, dass er wohl von keiner politischen Ideologie getrieben worden sein soll. Sie haben gesagt, dass die Waffe, die er benutzt hat, ein Sturmgewehr, die soll von seinem Vater gekauft worden sein. Darüber haben sie ihn wohl auch identifiziert. Und er soll, das sagen Mitschüler, er soll ein ruhiger Schüler gewesen sein. Das sehen wir ja oft bei solchen Gewalttaten, auch bei Amokläufen an Schulen, dass eben diese Täter unauffällig waren im Vorfeld. Und jetzt noch ganz kurz, es ist natürlich jetzt eine große Diskussion im Gange hier, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wie konnte es sein, dass dieser Schütze auf dieses Dach in der Nähe der Bühne und mit klarer Sicht auf die Bühne überhaupt gelangen konnte, ohne dass er aufgehalten wurde, dass er diese Schüsse abgeben konnte. Es gab wohl Augenzeugen, die ihn gesehen haben, wie er darauf geklettert ist. Sie haben die Polizei gerufen. Ein Polizist hat versucht, aufs Dach zu klettern, ist aber dann von dem Schützen bedroht worden, hat sich dann wieder fallen lassen und daraufhin hat der Schütze dann diese Schüsse abgegeben. Also da wird noch viel zu reden sein, da wird noch viele Diskussionen wird es da noch geben, wie es eben zu diesem Anschlag kommen konnte. Bastian Hartwig vor dem Trump Tower in New York. Wir werden den ganzen Morgen mit dir über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Danke an den Big Apple.